Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in einem meiner letzten Videos haben wir ja das MiZip-Bezahlsystem an solchen Snackautomaten genauer unter die Lupe genommen und wir haben festgestellt, dass dieses MiZip-Bezahlverfahren wahnsinnig unsicher ist. Man kann da Guthaben auf der Karte beliebig manipulieren. Ja, und auch ein Zuschauer von meinem Kanal hat mein Tool, was ich in dem Mitgliedervideo hier auch euch zur Verfügung gestellt habe, mal ausprobiert. Ja, und hat dann aber festgestellt, dass das Tool auf seiner Karte irgendwie so ganz aberwitzig große Summen ausweist und hat sich gedacht, Reik, kann das stimmen? Irgendwie kommt mir das seltsam vor. Und deswegen hat er mir seinen Dump zur Verfügung gestellt und ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Ja, im Rahmen der Analyse habe ich dann festgestellt, dass es gar keine MiZip-Bezahlkarte ist oder MiZip-Token. Ich habe ja hier so einen, auch von einem Zuschauer hier. Nein, es ist ein High-Token, nämlich genau dieser High-Token, wo der Hersteller sagt, MiZip, weg damit, aber High, das ist der neue Sicherheitsstandard. Ja, er hat mir da die Dumps zur Verfügung gestellt, ich habe sie mir angeschaut und was ich da drin gefunden habe, das hat mich wahnsinnig schockiert. Was das ist, das werden wir uns heute in dem Video anschauen. Eigentlich hätte ich heute in dem Video ganz was anderes vorstellen wollen, und zwar wollte ich zum einen eine exklusive neue Weltpremiere, ein Vigant Interception Tool für den Flipper Zero euch vorstellen, als auch mein neues ESP RFID Tool Version 2 Pro. Hier zeige ich euch auch ein paar Bilder dazu von beiden Boards. Die beiden Tools sind ganz neu auf dem Markt, gibt es wirklich nur bei mir in meinem Shop. Wer sich dafür schon vorab interessiert, ich tue euch unten mal in den Kommentar und in die Videobeschreibung mal einen Link zu meinem Shop rein, da könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, wenn es euch gefällt, würde es mich freuen, wenn ihr zugreift. Wie gesagt, ein Video dazu kommt noch. Auch noch was Neues, und zwar, ich habe mir eure Kommentare zu meinem Intro zu Herzen genommen und habe mein Intro nochmal überarbeitet. Keine deutschen Rap-Passagen mehr und auch deutlich kürzer das Ganze. Ob es euch gefällt, würde mich auch interessieren. Ja, wir starten mit Analyse zum High-Bezahl-Token nach meinem neuen Intro. Ja, an der Stelle wirklich nochmal vielen Dank an den Zuschauer, der mir hier seine Kartendumps zur Verfügung gestellt hat. Ja, aufgrund von den Dumps konnte ich mir dann hier einen Vergleich machen, wie war es früher bei MiZip und wie ist es jetzt unter dem High-System. Ja, ich hatte ja mit dem Hersteller geredet und der hat gesagt, High wäre jetzt das neue sichere Verfahren, weil MiZip ist im Prinzip so unsicher. Ja, und deswegen habe ich mir mal angeschaut, denn auf dem Dump heraus habe ich gesehen, dass diese MyFair Plus Karten erstmal wie ganz normale MyFair Classic Chips ankommen. Ja, MiZip an sich ist ja MyFair Mini, das hatte ich euch ja im Video gesagt, und MyFair Mini ist auch fast das gleiche wie MyFair Classic. Gerade MyFair Classic hat viel mehr Blockdaten drin, die das Bezahlsystem eigentlich überhaupt nicht braucht, aber theoretisch für mehrere Anwendungen auch noch genutzt werden könnten. Ja, wichtig bei MyFair Plus ist, da gibt es verschiedene Sicherheitslevel, und welche Sicherheitslevel es hier gibt und welcher wahrscheinlich zum Einsatz kommt, das schauen wir uns jetzt mal an, denn ich habe hier für euch ein kleines Schaubild vorbereitet. Ja, grundsätzlich ist das schwächste Security Level das Security Level 0. Damit entspricht das Ganze nichts weiters wie eine ganz normale MyFair Classic Karte mit Standard-Schutzschlüssel, also die Lese- und Schreibschlüssel sind bei Fabrikauslieferung normal alles F, und damit kann ich die komplette Karte von Anfang bis Ende einfach so auslesen. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht hier der Fall. Im Security Level 1 ist es so, dass das Ganze wie eine stinknormale MyFair Classic Karte arbeitet. Denn ja, der Hersteller hat ein bisschen getrickst. Der hat gewusst, MyFair Mini ist unsicher, aber wir brauchen irgendwas, was noch wie MyFair Classic ausschaut, aber technisch sicherer arbeitet. Deswegen Security Level 1 sagt erstmal, wir können das Ganze hier so gestalten, dass das Ganze erstmal wie MyFair Classic ausschaut und wie MyFair Classic rüberkommt, aber eigentlich technisch eine MyFair Plus Karte ist. Ja, interessant wird es ab Security Level 2, denn dann bietet
die Karte eine Möglichkeit, hier teilweise mit AES zu arbeiten. Ja, AES bedeutet ja, dass wir hier eine verschlüsselte Kommunikation haben, aber auch verschlüsselte Daten ablegen können, und im Security Level 2, was ich vermute, was hier im High-Verfahren zur Anwendung kommt, da ist es so, dass die Daten nicht mehr im Klartext auf der Karte landen, sondern entsprechend verschlüsselt werden. Der Schlüssel kann dann auch auf der Karte wahrscheinlich, also ich weiß es nicht zu 100%, aber dieser Schlüssel kann auf der Karte gesichert abgelegt werden und der tut dann immer im Hintergrund die Daten entschlüsseln, verändern und wieder verschlüsseln. Ja, in Korrespondenz natürlich mit dem Automaten, dass die gegenseitig auf diese gesicherten Daten zugreifen können. Das Beste und sicherste wäre der Security Level 3. Wenn wir uns das mal anschauen, da könnte ich theoretisch wirklich nichts mehr einfach so hier mit dem Flipper Zero auslesen, denn da haben wir entsprechende MAC. Ja, MAC steht hier für Message Authentication Code und bedeutet vielmehr, dass ich mich erst gegenüber der Karte ausweisen muss mit einer Challenge Response, wo dann Daten verschlüsselt hin und her geschickt werden, sodass ich erst Daten bekomme, wenn ich mich hier entsprechend ausweise und nicht wie jetzt hier bei MyFair Classic einfach die Daten per Brute Force oder per gewisser Backdoors einfach auslesen kann. Ja, Security Level 3 kommt hier nicht zum Einsatz, das ist bei High definitiv ausgeschlossen, weil das würde die Konformität zum MyFair Classic Verfahren hier und zu diesen doch recht alten Automateninfrastrukturen trotz optisch moderner Darbietung hier brechen. Ja, der Hersteller hat uns ja damals gesagt, MiZip ist sehr unsicher durch diese Abwärtskompatibilität. Aber war ja Fazit vom zweiten Video, ist das System immer noch genauso unsicher wie zuvor. Wenn wir jetzt aber mal außer Acht lassen, dass MiZip jetzt weg ist und wir nur noch von High-Karten reden, da sagt ja der Hersteller, dass das entsprechend dem aktuellen Stand der Sicherheit entspricht. Doch ob das Ganze so ist, das habe ich mir jetzt angeschaut und dazu müssen wir jetzt erstmal schauen, wie High im Gegensatz zu MiZip arbeitet und deswegen schauen wir jetzt mal rein in den Dump, den mir der Zuschauer hier zur Verfügung gestellt hat. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, hier habe ich die zwei Dumps, die mir mein Zuschauer mir zugeschickt hat. Das ist hier einmal ein Original-Token mit 10 Euro Guthaben und dann hat er sich was eingekauft und hat dann nur noch 9,20 Euro drauf gehabt. Wenn wir uns hier die Token mal anschauen, sehen wir an erster Stelle, dass der Token als ganz normaler MyFair Classic erkannt wird. Das liegt, wie bereits schon einleitend gesagt, darin, dass sich MyFair Plus als MyFair Classic ausgibt, um hier eine gewisse Kompatibilität sicherzustellen. Das sieht man auch daran, dass hier alle 4 Zeilen, also beginnend bei Block 3, dann wiederum bei Block 7 und so weiter, die entsprechenden Zugriffscodes auf die Sektoren, die A- und B-Keys hier vorhanden haben, damit sich hier im ganz normalen MyFair Classic hier Systeme lesend und schreibend in die einzelnen Sektoren einklinken können. Ja, doch das ist nicht das große Geheimnis. Wenn wir uns hier mal anschauen, was sich hier verändert, also wenn ich hier zwischen den verschiedenen Bezahlvorgängen rumschwenke, sehen wir als erstes mal hier, was sehr auffällig ist hier, dieser Block 9 und Block 10. Und das ist anders als wie bei MiZip, dass sich hier nicht nur einzelne Stellen verändern beim Bezahlvorgang, sondern nein, wenn ihr euch das mal hier anschaut, es verändert sich der komplette Block, also es wird die komplette Zeile sowohl von 9 und 10 überschrieben, auch wenn sich nur ein kleiner Wert ändert. Das deutet hier wirklich sehr
groß darauf hin, dass wir es hier mit einer Verschlüsselungsfunktion haben, die hier den Wert entschlüsselt, dann den Wert setzt und danach wieder die Verschlüsselung drüber legt, sodass wir hier an der Stelle auch nicht zurückrechnen können, wo werden hier diese 80 Cent, die hier ausgegeben worden sind, genau reinkodiert. Eine weitere Zeile, wo wir noch was sehen, ist die Zeile 17. Da ist die Änderung nicht ganz so groß. Ich markiere sie unten auch nochmal. Da sehen wir, dass sich hier ein paar kleine Stellen verändern, und zwar ist es hier das E2, 1D und E2 hier nochmal. Das verändert sich ja minimal. Das ist wie so ein Counter, der nach oben gesetzt wird, der aber auch scheinbar irgendwie dann in die Verschlüsselung eingreift. Wie gesagt, hier können wir jetzt wenig tun. Das schaut an sich schon mal sehr ordentlich verschlüsselt aus. Deswegen müssen wir uns hier auf einen anderen potenziellen Angriffsvektor konzentrieren. Ja, wie ich es euch gerade gezeigt habe, wird es hier relativ schwierig, in diesen Kartendaten die Beträge so manipulieren, wie wir es in meinen Videos zu MeatZip gesehen haben. Deswegen müssen wir hier einen anderen Angriffsvektor finden. Ja, ein Angriffsvektor, den ich euch in der Vergangenheit ja schon in der MeatZip-Reihe gezeigt habe, ist der einfachste Angriff, nämlich der Replay-Angriff. Beim Replay-Angriff läuft es so, dass wir hier entsprechend den Flipper ja mit dem geklonten High-Token als Bezahlgerät am Automaten einsetzen. Bei jeder Transaktion wird in einer Schattendatei die Veränderung von der Karte im Flipper abgespeichert. Und der Flipper bietet hier wirklich eine tolle Funktion, und zwar, dass ich hier zurück zum ursprünglichen Kartenzustand springen kann. Dadurch, dass ich hier somit die Karte wieder auf den Zustand, bevor ich meine ganzen Bezahlvorgänge hier am Automaten setze, gemacht habe, besteht die Möglichkeit, dass der Automat hier diese Karte dann wieder akzeptiert. Ja, und das ist jetzt hier die absolut unglaublichste Stelle überhaupt, denn der Hersteller hat ja gesagt, High ist sicher. Doch wenn ich hier zurück in die Vergangenheit reise und die Karte zurück auf den Ursprungszustand setze, dann haltet euch fest, akzeptiert der Automat die Karte mit dem ursprünglichen Guthabenbetrag ohne Probleme. Das ist ein mega Fail, denn solche Replay-Angriffe sollten nach Stand der Technik eigentlich absolut nicht mehr möglich sein. Ja, das ist echt schockierend, denn das ist eigentlich für jeden Automatenbetreiber, der so einen Automaten selbst unter dem sicheren High oder offensichtlich sicheren High-Bezahlverfahren einsetzt, der absolute Killer. Ja, natürlich müssen wir uns jetzt auch die Frage stellen im Sinne der Automatenbetreiber oder im Sinne des Herstellers, wie könnte man das ganze System eigentlich gestalten, um solche Replay-Angriffe von Haus aus auszuschließen? Ja, der eigentliche Vorteil von diesen mobilen Bezahlsystemen an den Automaten ist ja eigentlich die Einfachheit. Ich brauche keine Vernetzung, ich brauche keine zusätzliche Verkabelung, kein Steuerrechner, keine Cloud, kein gar nichts, denn das Kartenlesegerät am Automaten verlässt sich darauf, dass alle relevanten Daten hier in dem entsprechenden Token vorliegen und die sicher vorliegen, und er verlässt sich zu 100%, dass diese Daten seine Daten sind, aufgrund von der er seine Entscheidung trifft, ist doch genug Geld drauf oder musst du bitte wieder deinen Chip aufladen. Das ist natürlich ein massiver Nachteil, denn man könnte das relativ gut umgehen, indem wir die Guthabenstände serverseitig gegen eine zentrale Datenbank abchecken. Doch das würde natürlich bedeuten, dass wir unsere Automaten wieder in Netzwerke integrieren müssen, dass wir zusätzliche Serverinfrastruktur brauchen, eventuelle Cloud-Services, die wieder Angriffspotenzial in interne Firmennetze bieten. Ja, und wir wie immer uns auf die Sicherheit vom Hersteller verlassen müssen. Ja, denn gerade kleinere Hersteller legen oftmals Schwachstellen nicht so offen, wie es die großen Player am Markt tun. Ja, und gerade wenn man wieder hört, dass irgend so ein IoT-Device gehackt worden ist und ein Botnetz aufgebaut worden ist, wäre ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also alles hat Vorteile, aber auch gewaltige Nachteile. Ja, doch die ultimative Lösung wäre einfach hier
plus im Security Level 3 oder gleich richtige Deathfire-Karten. Ja, doch das würde das ganze System hier sprengen, denn damit wäre die Abwärtskompatibilität zu MeetZip weg, aber auch braucht man hier ganz andere technische Infrastruktur im Hintergrund, um das entsprechend absichern zu können. Ich habe nochmal dem Hersteller geschrieben auf seine Antwort, was er jetzt hier von diesem Replay-Angriff hält, wo er doch gesagt hat hier, das ist jetzt mal hier quasi unser Stand der Technik, aber wie ich euch heute gesagt habe, auch High ist somit absolut unsicher. Ja, ich bin gespannt, ob ich da noch eine Antwort bekommen werde oder wie die Lösung ausschauen kann oder ob er hier bewusst dieses Risiko eingeht. Ich habe keine Ahnung. Ich halte euch auf jeden Fall hier auf dem Laufenden. Ja, was sagt ihr zur Sicherheit von High oder dem in den alten Videos hier vorgestellten MeetZip-System? Ich finde es wirklich brutal. Lasst eure Gedanken auch hier gerne in einem Kommentar unter dem Video da. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und auch die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch informiert, wenn ich neue Videos zur IT-Security hochlade. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat und mich würde es freuen, wenn ihr mal einen Blick eben in meinen neuen Shop reinwerft und wenn ich euch auch beim nächsten Video wieder mit dabei haben darf. Macht's es gut, ciao, euer Reik.